In diesen verrückten Zeiten rasanter Veränderungen sind wir wohl alle mehr oder weniger mit verwirrenden, beängstigenden, empörenden Situationen hin und wieder konfrontiert. Wie kannst du erreichen, dort raus und in deine innere Mitte zu kommen, mithilfe von Mantren, der Unterstützung des Universums und auch Dankbarkeit? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir machen häufig diese Energien, die aus dem Universum, aus dem Kosmos auf uns einströmen, ganz schön zu schaffen. In einem Video auf diesem Kanal, ich verlinke das am Ende, habe ich auch zum Thema Aufstiegssymptome und wie man denen beikommt, schon etwas gesagt. Was ich heute mit dir besprechen möchte, geht noch ein bisschen in eine andere Richtung. Und es betrifft vor allen Dingen diejenigen von uns, die eine etwas erhöhte Sensibilität haben. Ich spreche hier nicht von den HSP und so, dafür kenne ich mich dafür gar nicht genug aus. Ich weiß nur, dass ich diese verdammten Energien stark spüre und dann früh um 3:30 putzmunter bin, erwache aus einem so intensiven Traum, dass ich mich kurz nach dem Aufwachen frage, ist das wirklich passiert? Oder hast du das jetzt bloß geträumt? Egal, wie Situationen auch immer sind. Schon seit vielen Jahren habe ich einen Satz in meinem Kopf, ein sogenanntes Mantra, und dieser Satz heißt: Das Leben meint es gut mit mir. Und vor einiger Zeit habe ich das gewandelt in: Das Universum meint es gut mit mir, weil das aus meiner Sicht noch ein bisschen umfassender ist. Lass uns das mal genauer unter die Lupe nehmen, anhand eines ganz konkreten Beispiels, was mir kürzlich passiert ist. Dieses Beispiel nehme ich deswegen, weil es sich auf ganz viele ähnlich gelagerte, beängstigende Situationen anwenden lässt. Aber ein praktisches Beispiel lässt es immer ein bisschen klarer werden. Ich hatte kürzlich im Wochenabstand 2 Zahnarzttermine hintereinander und da wurde tief gebohrt. Und der Zahnarzt weiß bei mir schon immer, ich springe fast vom Stuhl, wenn es in die Nähe des Nervs kommt, also sprich, wenn tiefer gebohrt werden muss. Also bekomme ich immer eine Spritze, vorher wird aber gefragt. Und diesmal dachte ich, ich probiere es aus. Diese Situation mit Unterstützung eines Mantras, des Universums und auch tiefer Dankbarkeit in Kombination ohne Spritze hinzubekommen. Also habe ich gefragt, wie sieht's denn aus? Können wir auch mal so anfangen? Und zwischendurch notfalls spritzen, wenn ich es doch nicht aushalte? Grinsen auf Seiten des Zahnarztes und ja, ja, können wir so machen. Okay, ich Augen zu, mein Mantra, das Universum meint es gut mit mir. Dann habe ich zusätzlich, die Augen hatte ich ja sowieso zu, wenn die hier bohren mit Wasserspritzen und so weiter, macht man ja automatisch die Augen zu. Dann habe ich zusätzlich noch alle Lichtenergien, du kannst deine Schutzengel oder wer auch immer dir in den Sinn kommt, mit herbeigerufen und war voller Dankbarkeit für die goldenen Hände des Arztes. Und im Vorfeld des Ganzen habe ich noch, und das mache ich in solchen Situationen immer, die Strichmännchentechnik angewendet. Ich habe ein sehr ausführliches Video zum Thema Strichmännchentechnik auf diesem Kanal aus dem letzten Jahr ist das, glaube ich. Ich verlinke das ganz am Ende auch nochmal. Das ist eine super Methode für alles, was dich total entlasten kann. Also fing der Arzt an zu bohren. Ich habe das gemacht. Das Universum meint es gut mit mir. Meine Lichtenergien, Lichtengel oder wie auch immer waren da und die Dankbarkeit auch.
Und der Arzt hat gebohrt und gemacht und ich habe gemerkt, dass das tief ging. Und vorher hat er noch diesen typischen Vitalitätscheck gemacht, geprüft, der Nerv noch lebt und siehe da, er lebte noch, also ich habe es gemerkt und das hat geholfen. Ich konnte diese und eine andere in der Folgewoche fällige Zahnarztbehandlung völlig ohne Spritze absolvieren, sondern habe es rein mental beherrscht durch Fokussierung auf ein positives Ergebnis und habe damit jegliche Energie von Angst abgezogen. Was macht Angst? Angst lässt mich verkrampfen und durch dieses Verkrampfen liegen die Nerven im wahrsten Sinne des Wortes blank. Das Ganze lässt sich wirklich auf jegliche Situationen anwenden. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. In einer schwierigen Situation entlastet dich total die Strichmännchentechnik. Video am Ende ist verlinkt. Dann wähle dir ein Mantra. Das Leben meint es gut mit mir, das Universum meint es gut mit mir. Irgendetwas Positives, was dich in eine gute Stimmung bringt. Kurz soll es sein und positiv. Total wichtig. Kopple es mit dem Herbeirufen deiner himmlischen Helfer, sag ich mal, und tiefer Dankbarkeit. Das ist vollkommen ausreichend, um schwierige Situationen positiv zu verarbeiten. Schwierige Situationen können wir nicht so ohne weiteres abwehren. Es kommt nur darauf an, wie wir damit umgehen. Und mit diesem Dreigestirn, Mantra, himmlische Helfer, Dankbarkeit, kannst auch du das schaffen. Ich hoffe, das hat dich inspiriert. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Tschüss.